Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es darum, wir packen unsere Koffer. Wir, meine Frau und ich fliegen nach Kuba. Ich hatte es ja schon mal erwähnt in dem einen oder anderen Video. Die Katze bleibt natürlich hier. Und das Ganze, was ihr hier seht, ist das, was sich so in den letzten, 2 Jahren angehäuft hat. Und das Spannende wird dabei sein, wie wir das Ganze in 4 große Reisegepäckstücke unterbekommen. Und dann mal sehen, ob uns das gelingt. Ich bin gespannt. Ich wünschte, man könnte so machen und dann sind wir fertig. Ich probiere es mal. Na, das hat jetzt weniger gut funktioniert. Ja, bei Seven vs. Wild werden Steine gestapelt, ich stapel Taschen. Ja, da ist halt einiges zusammengekommen an Gepäckstücken bzw. an Sachen, die wir einfach mitnehmen nach Kuba für die Familien, also sowohl für die Familie meiner Frau als auch für meine Familie. Und das ist sogar so viel, dass wir gar nicht alles mitnehmen können und einige Sachen halt einfach zurückbleiben. Wir haben tatsächlich 5 Gepäckstücke. Wir haben ursprünglich mit 4 gerechnet, haben aber jetzt kurzfristig noch ein 5. Gepäckstück dazu gebucht, weil es einfach notwendig war, und trotzdem bleiben halt grob gerechnet 1-2 Gepäckstücke noch zurück. Das wird dann halt in künftigen Flügen oder halt vielleicht mit Paketversand oder mal sehen, wie wir es verschicken. Ja, hier haben wir jetzt quasi das Endergebnis, die 4-5 Gepäckstücke, also große Gepäckstücke, und dann noch ein Handgepäckstück, was halt so halbwegs schon fertig gepackt ist. Ja, das ist aber noch nicht alles, denn wir haben ja quasi 5 mal 23 Kilo und 2 mal 12 Kilo. Hier fehlt also noch das andere Handgepäckstück, und da kam wie gesagt einiges zusammen, und das ist auf jeden Fall eine Odyssee, das weiß ich jetzt schon, das Ganze nach Kuba zu bringen, beziehungsweise nach Contramaestre. Ja, ihr habt ja gesehen, wir haben hier halt so eine billigeren Taschen noch gekauft, hat auch folgenden Hintergrund. Wir haben zuerst unsere Gepäckstücke leer gewogen, und da sind ja auch schon 2-3 Kilo bei draufgegangen. Wenn man das hochrechnet, auf die 4 Gepäckstücke ist das halt schon ein bisschen, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, so eine leichten Gepäckstücke zu kaufen, die halt schon ein bisschen was aushalten, aber eben selbst fast kein Gewicht haben. Und deswegen sind wir halt zu unserem Asiamarkt um die Ecke gefahren. Dort gab es diese Taschen für jeweils 4 Euro, und haben dann noch Gepäckfolie gekauft, das Ganze dann halt eingewickelt, und so haben wir jetzt halt entsprechend ordentlich an Kilos eingespart, die wir so halt in Form von Mitbringseln mitnehmen können. Ja, so war jetzt erstmal der Plan, und so haben wir es jetzt erstmal umgesetzt. Der Transparenz halber, wir haben heute den 30.12. Wir haben jetzt die letzten 1 bis 2 Wochen hier soweit alles zusammengepackt, denn ich sag mal, diese 5 Koffer, die packen sich jetzt nicht so mal eben nebenher, und gerade wenn man die ganzen Jahre halt tatsächlich, also wir haben halt tatsächlich 2-3 Jahre die Sachen angehäuft. Wir wollten ja schon mehrfach nach Kuba, beziehungsweise auch meine Schwiegermutter sollte ja herkommen, um halt auch wiederum Sachen mitzunehmen, und das Ganze hat halt nicht funktioniert, und auch der Paketversand hat nicht funktioniert die letzten Jahre, und deswegen hat sich hier doch so einiges angehäuft. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich 5 Gepäckstücke, auch wenn ein guter Teil noch zurückbleibt, aber so ist es halt. Das ist dann halt für künftige Reisen, beziehungsweise mal sehen, vielleicht werden wir jetzt auch nochmal demnächst
jemanden einladen, der dann was mitnehmen kann. Wir schauen mal, was da geht. Aber zunächst Schritt für Schritt gucken wir erstmal, unsere Reise findet ja jetzt erstmal statt. Nämlich am 1.1. geht der Flug los. Morgens um 6:20 Uhr, glaube ich, war es, aus Berlin. So, das heißt, wir werden tatsächlich ja, Neujahr noch anstoßen und dann losfahren. Dadurch, dass der BER bekanntlich ja, so seine Schwierigkeiten hat, haben wir uns gedacht, wir fahren zeitig los, nicht nur 2 Stunden vorher, sondern wir rechnen schon mit 3-4 Stunden vorher vor Ort sein. Und ja, deswegen werden wir da dann auch relativ frühzeitig los. Also Neujahr noch anstoßen und dann geht's los. Natürlich anstoßen ohne Alkohol, also ich zumindest als Fahrer. Nur so nebenher gesagt. Ja, dass ihr da Bescheid wisst. Zu meinem Plan, wie das weitergehen soll, ich habe mich in dem letzten Video schon dazu geäußert, aber hier auch nochmal, vielleicht hat es ja der eine oder andere nicht gesehen, das hier ist jetzt das erste Video meiner Vlog-Serie unserer Reise nach Kuba. Startend natürlich mit dem Gepäck, denn damit geht eine Reise los. Ja, wir haben heute Sonntag, den 9. Januar, also an dem das Video quasi ausgestrahlt wird. Und das nächste Video darauf folgend wäre dann am Mittwoch. Das heißt, es wäre dann der 12. Januar. Also so sollte der Rhythmus sein. Für die Zeit dieses Vlogs oder dieser Vlog-Serie möchte ich gerne sonntags und Mittwoch ein Video veröffentlichen. Hat einfach den Grund, dass ich das Ganze nicht Ewigkeit in die Länge ziehen möchte. Wir sind ja einen Monat in Kuba und ich möchte ungefähr mal so 2-3 Tage zusammenfassen zu einem Video. Wenn man so sicher gehen kann, so denke ich mir zumindest, dass zumindest irgendwas passiert, ne? Weil letztendlich, ich sage so ehrlich, ich bin halt bei meiner Familie, so, ne? Und ich werde da jetzt nicht großartig ja, irgendwelche ja, Touri-Fahrten gehen, sondern werde halt bei meiner Familie das Leben eines Kubaners sozusagen ja, miterleben wieder, ne? Und natürlich mit dem Hintergrund, dass ich da natürlich Geld mitbringe, soll heißen, die Versorgungslage ist natürlich auch immer noch schwierig, aber dadurch, dass ich halt ja, oder wir Geld mitbringen, sieht es da natürlich um einiges leichter aus, wie halt für alle Kubaner, die halt Geld vor Ort haben. Na, aber was ich halt sagen möchte, ist halt, dass ich eben nicht täglich irgendwelche Ausflüge machen werde, sondern dass ich einfach auch mal ein paar Tage bei der Familie bleibe oder auch einfach nur in die Stadt gehe oder einfach nur Einkäufe erledige etc. Na, und da nehme ich euch halt grundsätzlich mit. Ne, aber das dann halt zusammengestaucht in einem Video, so 2-3 Tage. Aber ich sagte ja schon, 30 Tage sind wir da im Grunde genommen. Ja, ein bisschen weniger. Also einen Monat sind wir zwar da, aber ich glaube, das sind so 28 Tage insgesamt. Wenn man sich das dann hochrechnet, kommen schon ein paar Videos zusammen. Und wenn ich diese halt im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen würde, dazu kommen dann noch weitere Videos, die ich machen möchte, nämlich so themenspezifische. Dann, weiß ich nicht, habe ich einen Content für ein halbes Jahr und bin aber dann auch schon wieder 2-3 Monate gar nicht mehr in Kuba. Und irgendwie finde ich das dann auch nicht gut. Also die Videos sollten halt schon irgendwo ja, zeitlich stattfinden zu dem Zeitpunkt, wo ich auch zumindest in Kuba bin, beziehungsweise kurze Zeit danach halt vielleicht noch, ne? Aber dann soll das Ganze auch irgendwo beendet sein, soll heißen, die Videos sollen halt einfach zeitnah veröffentlicht werden, ne? Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Monate später. So zumindest mein Eindruck bzw. meine Meinung dazu. Und deswegen wird es auch entsprechend so veröffentlicht. Ja, dann wisst ihr erstmal soweit Bescheid. Ja, hier ist erstmal das erste Video der Vlog-Serie unserer Reise nach Kuba.
Zweimal die Woche wird jetzt ein Video rauskommen. Einmal Sonntag, einmal Mittwochs. Die Uhrzeit bleibt bei 19 Uhr. Ja, also von daher braucht ihr da jetzt auch auf keine Änderungen achten. Lediglich, dass der Mittwoch noch dazu kommt. Okay, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr ja, Daumen nach oben, kommentiert fleißig meinen Kanal bzw. unter dem Video hier und ein Abonnement wäre natürlich auch ganz nett, denn das freut mich einfach und ist für dich kostenlos und von daher eine Win-Win-Situation, sofern du den Kanal noch nicht abonniert hast. Also jetzt nachholen, würde mich freuen. Dankeschön. Okay, dann, wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag. Bis dahin, saludos, ciao. Jetzt habe ich selbst so abmoderiert, ne? Also Mittwoch, nicht Sonntag, Mittwoch. Also wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Mittwoch. Bis dahin, saludos, ciao.